Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Jedes Element auf der Zeichnung, jedes Objekt, jedes Shape, wie es Visio nennt, besitzt Eigenschaften. Die Eigenschaften werden im Fenster Eigenschaften aufgelistet und wenn Sie ein Shape markiert haben, können Sie diese Eigenschaften sehen. Damit das Fenster geöffnet wird, wechseln Sie über Blend Engineer zu den Eigenschaften und dort sehen Sie die Eigenschaften. Die Eigenschaften haben Werte und bei den Werten kann es sich um Texte handeln oder um Zahlen, um Ja-Nein-Felder oder um Informationen, die aus einer Liste ausgewählt werden. Alle Eigenschaften gehören zu bestimmten Klassen. Über diese Klassen werden die Eigenschaften gruppiert. Nun kann es sein, dass Sie neue Eigenschaften hinzufügen wollen oder dass Sie vorhandene Eigenschaften ändern wollen. Wie machen wir das? In Extras finden Sie in den Einstellungen den Property Editor, ein sehr mächtiges Werkzeug, mit dem Sie neue Eigenschaften hinzufügen können oder vorhandene Eigenschaften korrigieren können. Auf der linken Seite finden Sie sämtliche Shapes von Visio, auf der rechten Seite sämtliche Eigenschaften von allen Shapes. Mit einem Doppelklick können Sie das Fenster öffnen, um die Eigenschaft zu korrigieren. Oder Sie finden diese Option auch im Kontextmenü, rechte Maustaste, bearbeiten und so können Sie diese Eigenschaft ändern und anpassen. Oder Sie erstellen neue Eigenschaften. Dafür gibt es die Schaltfläche Eigenschaft erstellen, über welches sich das gleiche Fenster öffnet, indem Sie eine neue Eigenschaft erfassen. Tragen Sie den Namen ein, beispielsweise Laufzeit. Diese Bezeichnung wird in Name wiederholt. Name ist der interne Name, der von Blend Engineer verwendet wird. Sie haben verschiedene Dateitypen, Text oder einen langen Text oder einen formatierten Text oder eine feste oder variable Liste, wobei variable Liste überschrieben werden kann. Bei einer festen Liste müssen Sie die Werte verwenden, die Sie vorgeschlagen haben. Ja, Nein erklärt sich selbst, eine Checkbox und am unteren Rand befinden sich noch Zahlen, also Nummern, Datumsinformationen, Dateien, die mit einem Hyperlink verknüpft sind oder Bilder. Ganz am oberen Rand wiederum befindet sich die Einheit, welche für unsere Laufzeit geeignet wäre. Ich wähle nicht die Länge aus, sondern natürlich eine bessere Einheit für die Laufzeit, Zeit und Zeitspanne. Einen Standardwert trage ich nicht ein, auch die Sichtbarkeit lasse ich für alle Rollen so stehen. Das ist okay, das könnten Sie eingrenzen und auch auf eine Beschreibung verzichte ich an dieser Stelle. Mit OK bestätige ich das Ganze und habe nun eine neue Eigenschaft erstellt. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Diese Eigenschaft kann ich entweder an ein bestimmtes Shape hängen oder shape-übergreifend an alle Shapes oder ganz genau an mehrere Shapes, indem ich es an eine Klasse binde. Ich beginne mit der zweiten Variante. Ich öffne von einem beliebigen Shape über das kleine Pfeilchen die entsprechenden Klassen, die sich darunter befinden. Basisdaten ist bei jedem Shape vorhanden. Wenn Sie nun diese Eigenschaft auf die Basisdaten ziehen, dann hat jedes Shape diese Eigenschaft. Mit Drag and Drop wird es darauf gezogen und Achtung, es ist noch nicht an die Basisdaten gebunden, Sie müssen es unbedingt noch speichern über die Schaltfläche Sichern. Jetzt hat jedes Shape eine neue Information, eine neue Eigenschaft. Schauen wir es uns einmal an. Ich deselektiere das alte Shape. Mit einem Klick wechsle ich von diesem Shape weg, markiere ein anderes Shape und dort befindet sich nun am oberen Rand in der Klasse Basisdaten die Laufzeit, in der ich einen Wert eintragen kann. Beispielsweise 12 Jahre. Aber wie trage ich das ein? 12y, 12j? Nein, beides wird rot. Mit einem Klick auf das kleine Pfeilchen am Ende schauen Sie sich an, wie die Einheit verlangt wird. In dem Fall ein A wie Annus, das Jahr. Und mit 12a kann ich die 12 Jahre Laufzeit hier eintragen. Mit Enter wird es bestätigt und nun hat dieses Shape nicht nur die Eigenschaft Laufzeit, sondern auch einen Eigenschaftenwert.
Wie sieht es allerdings aus, wenn ich eine andere Information nicht nur an alle Shapes hängen möchte, sondern auf bestimmte Shapes begrenzen möchte? Beispielsweise auf den Kugelbehälter oder irgendein anderes Shape. Dazu reduziere ich über das Kontextmenü alle Schablonen und erstelle nun eine zweite neue Eigenschaft, die ich beispielsweise an den Ventilator hänge. Mit einem Klick auf Eigenschaft erstellen wird die zweite Eigenschaft namentlich erstellt, beispielsweise ein Status. Bei Status haben wir die beiden Varianten intern-extern, das heißt, ich wähle die feste Liste aus und trage intern und extern getrennt durch ein Semikolon ein. Am Beginn ist kein Semikolon, das heißt, ich muss einen der beiden Werte auswählen, beispielsweise intern. Das ist mein Vorgabewert. Ich lasse die Rollen in der Sichtbarkeit und habe nun eine zweite Eigenschaft. Diese Eigenschaft, Status, die ziehe ich nun auf das Shape, das ich geöffnet habe auf der linken Seite, und dann bekommen alle Ventilatoren, und zwar nur die Ventilatoren, diese Eigenschaft zugewiesen. Mit Drag and Drop wird der Status auf das Shape gezogen. Und vergessen Sie nicht, das Ganze zu sichern. Jetzt hat sowohl das Master Shape als auch die Shapes auf der Zeichnung eine neue Eigenschaft. Und wenn ich nun einen der Ventilatoren aus der Schablone herausziehe auf mein Zeichnungsblatt und einen Blick in die Eigenschaften werfe, dann sehe ich dort an der oberen Kante nicht nur den Status, sondern auch die Laufzeit. Und den Status kann ich natürlich ändern für dieses eine Shape. So erstellen Sie also Eigenschaften, und das Besondere ist, dass Plant Engineer mehrsprachig ist. Das heißt, wenn Sie eines der Eigenschaften ändern, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Sprachen zu hinterlegen. Das heißt, die Texte für verschiedene Sprachen. Klicken Sie auf das kleine Pfeilchen am Ende und dann öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Bezeichnung oder die Listenwerte oder Standardwerte in diesem Dialogfeld öffnen können. Zu dem Dialog gelangen Sie auch über die unteren beiden Pfeilchen, wo Sie diese Änderungen vornehmen können. Damit können Sie für Deutsch, Englisch und so weiter die Sprachen ändern.